Liebe Freunde, wir schauen uns heute die Veranda-Kabine Comfort 11003 in bevorzugter Lage an. Diese ist nach vorne raus und man guckt direkt aufs Wasser. Zuerst unsere Eindrücke vor Ort. Viel Spaß! Kabine 11003 werden wir euch jetzt vorstellen. Das ist eine Kabine, die auf Deck 11 ist und nach vorne raus. Eine Balkonkabine. Und es geht natürlich gleich durch zum Balkon. Was gleich auffällt, wir haben hier keine Schiebetür, sondern auch eine feste Tür, mit der man kräftig drücken muss. Der Balkon ist ziemlich tief und hat noch eine Trennwand, wahrscheinlich als Windschutz oder als Wellenschutz oder beides. Und dann kommt man erst auf den eigentlichen Balkon. Ich vermute mal, dieser Schutz ist da, damit man die Tür überhaupt öffnen kann. Das stimmt. Ja, das könnte gut sein, weil wir sind ja nach vorne raus und wenn da natürlich Wind von vorne kommt, kann es sein, dass man die Tür überhaupt nicht geöffnet kriegt ohne diesen Schutz. Richtig. Die übliche Hängematte. Kann man dann aushängen. 2 Stühle und nach vorne raus sehr viel Platz. Und dadurch kann man sich auch angenehm auch mal lang machen und die Stühle klappen. Auf dieser Kabine hat man ja eine Wahnsinnsaussicht. Fantastisch. Und wie ruhig das heute hier ist. Ja, als wenn das Schiff steht. Ja, ja, wir haben natürlich auch noch eine Weile Fahrt. Da müssen wir gar nicht uns übereilen. Und da oben drüber sieht man auch schon mal die Brücke. Genau. Und den Captain bei der Arbeit beobachten. Auf der Nock. Wir sind hier in der Balkonkabine, die mit der Sicht nach vorne raus. Und ich bin doch ein bisschen überrascht. Ich hätte bei dieser Kabine erwartet, dass die größer ist. Aber die ist gar nicht größer wie eine normale Balkonkabine. Die ist sogar kleiner wie die Fensterkabine auf Deck 4. Ja, wir haben hier das Bett. Das ist in den Kabinen so allgemein angeordnet. Das ist die gleiche Größe. Dann kommt hier die Anschluss. Was wir hier hat man auch einen USB-Anschluss sogar. Und Stromanschluss. Das finde ich fehlt auf der Seite. Da fehlt mir ein USB und auch ein Stromanschluss. Wer da liegt und vielleicht ein Handy laden möchte oder so, der hat es natürlich nicht so einfach. Man kann sich auch so eine Kaffeemaschine bestellen für die Reise. Das kostet natürlich extra. Dann gibt es natürlich Milch und Zucker und Tassen dazu. Und dann kann man sich morgens noch auf der Kabine eine Tasse Kaffee machen, sich auf den Balkon setzen. Ist natürlich auch eine schöne Sache. Gerade beim Einlaufen morgens, sich hier schnell einen Kaffee machen und einen Kaffee trinken, toll. USB-Anschlüsse, 2 Stück, 2 Steckdosen. Man braucht nicht unbedingt Ladegeräte mitbringen. Man kann so die Kabel direkt einstecken. Der übliche Spiegel zum Fertigmachen. Hier ist dann auch der Föhn drin, dass man sich hier auch föhnen kann. Und hier ist auch der Block mit Kugelschreiber. Der gehört eigentlich auch immer auf die Kabine. Wasser, hier ist im Premium mit drin. Die Kabine wurde Premium gebucht und daher kostet dieses Wasser nichts. Ja, die Couch für die 3. Person. Und dann schauen wir mal, was haben wir denn hier an Schrankmöglichkeiten. Einmal hier Kleiderschrank. Und zweimal Regale und auch nochmal Kleiderbügel. Und man sieht hier oben auch 3 Rettungswesten. Das heißt, die Kabine ist auch für 3 Personen ausgelegt und der Tresor. Aber mehr Schrankmöglichkeiten hat man hier nicht. Das ist also schon nicht viel. Also das ist nicht wie der begehbare Kleiderschrank. Genau. Was also hier ganz klar fehlt, auch von der Länge her, das hat man da halt weggespart, weil man da diesen Windschutz hat. Dieser Meter von dem Windschutz, der fehlt hier in der Kabine innen und deshalb ist hier auch keine Möglichkeit für einen zusätzlichen Kleiderschrank gegeben. Ja, schauen wir uns mal das Bad an. Die Anordnung ist nicht in allen Kabinen gleich. Hier haben wir die Dusche rechts und die Toilette dahinter und das Waschbecken. Durch diese Anordnung ist die Ablage relativ groß. Die Dusche ist grundsätzlich ausreichend, auch wenn man drin ist.
ist der Einstieg ausreichend groß, aber die wirkt zumindest optisch kleiner. Hier Handtücher in braun und weiß, sodass jeder seine eigene Handtuchfarbe hat. Das finde ich schon mal sehr schön. Die Klimaanlage, auch die ist hier oben und lautlos. Die Kabine ist wirklich total leise. Man hört weder Maschinengeräusche noch sonstige Geräusche und auch die Klimaanlage nicht. Top. Insgesamt eine schöne Kabine. Sehr schön. Und wie gesagt, der Blick direkt voraus. Ja. Wenn du in das Fjord reinfährst, ist das traumhaft, dass man dann die Einfahrt miterleben kann. Das war die Kabine 11003 und die ist natürlich im Bug und dadurch muss man natürlich zum nächsten Aufzug schon eine ganze Weile laufen. Das ist also nicht direkt neben den Aufzügen. Und wir schauen uns mal an. Und man muss schon bis zum Ende durchlaufen. Und um die Ecke, dann geht es wieder weiter. Der Weg ist noch lang. Was gibt es zu sagen? Wenn man reinkommt, fällt einem sofort auf, die zweite Tür für den begehbaren Kleiderschrank fehlt. Die Kabine hat nur einen ganz normalen Schrank und der ist auch, muss ich sagen, für 3 Personen schon ziemlich klein. Also da wird es schon eng mit den Klamotten. Da muss man einen Teil wahrscheinlich im Koffer lassen. Die Kabine hat ja eine Lage nach vorne raus und durch die schräge Front ist natürlich entsprechend weniger vom Innenbereich vorhanden. Dazu kommt noch die Schutzscheibe, die aus unserer Sicht sowohl den Wind als auch den Regen abhält. Denn wenn man relativ schnell fährt und es regnet und es ist windig, dann drückt der Fahrtwind schon gegen die Tür und vor allen Dingen auch den Regen gegen die Tür. Und ohne diese Frontscheibe würde wahrscheinlich, wenn man die Tür aufkriegt, sofort die Kabine nass werden. An der Couch gibt es eine Leselampe, die ist nicht so stark, da kann man sich hinsetzen abends, wenn man noch lesen möchte und stört den anderen nicht, der vielleicht schon schlafen möchte. Die Duschkabine wirkt etwas klein, aber ist nur gefühlt, die ist gleich groß wie die anderen auch, liegt nur an der Anordnung der Tür, dass einem das so vorkommt. Die Kaffeemaschine ist dazu gebucht. Das ist sehr praktisch, weil morgens früh hat ja noch keine Bar auf, wo man sich Kaffee ziehen könnte. Man läuft ja relativ früh ein und dann kann man sich mit seinem ersten Kaffee auf den Balkon setzen und das Einlaufen beobachten. Das ist einfach toll. Ich glaube, es gibt keinen besseren Platz als nach vorne gerichtet, das Einlaufen und Auslaufen zu beobachten. Man kann sowohl nach links, nach rechts gucken, sieht, was vor einem passiert. Das ist einfach genial. Durch die Schräge vom Schiff ist man, wenn man sitzt, relativ windgeschützt. Wenn man allerdings steht, dann bekommt man den vollen Wind ab. Alternativ kann man natürlich aufs obere Deck gehen und nach vorne rausgucken, sich an der Lanai-Bar den Frühaufsteher-Kaffee holen. Aber da steht man hinter einer Glasscheibe und das macht für mich keinen Spaß. Ich brauche den direkten Blick, nur das gibt das richtige Gefühl. Hier mal ein schöner Blick beim Auslaufen aus Kiel. Das gibt so ein gewisses Gefühl, wie das nach vorne aussieht. Für so eine Kabine muss man sicherlich schnell sein und Premium buchen. Ich denke nicht, dass man sowas im Vario zugeordnet bekommen kann. Ansonsten ist die Kabine der übliche Standard. Da gibt es sowieso nichts dran zu meckern. Hat alles, was man braucht. Perfekt. Bis zum nächsten Video.